Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Deutsch mir herzlich gegrüßt. Willkommen, willkommen, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag gehabt, meiner war scheiße. Ich hatte so unglaubliche Langeweile auf Arbeit gehabt, das glaubt man gar nicht. Ich hatte nichts zu tun gehabt, enorm mega langweilig gewesen. Hallo mein Huf. Charel sagt, hi. Wo du dein Discord wieder schwarze Löcher erwähnst, die Übungsgruppe, die ich betreue in der Relativitätstheorie, ist gerade bei der Schwarzschildlösung angekommen. Was erzählst du mir da bitte? Ich meine mal, ich habe heute ein sehr interessantes Video gefunden über schwarze Löcher. Ich weiß nicht, wie aktuell das Video ist. Es steht drauf, einen Monat alt. Vielleicht hast du sogar ein besseres und aktuelleres Video. Der Titel war einfach so vielversprechend gewesen. Es nennt sich nämlich „Sie haben endlich herausgefunden, was in einem schwarzen Loch drinne ist". Und da dachte ich mir direkt, hey, das muss ich mir angucken. Wer weiß, ich könnte mir gut vorstellen, dass es eventuell einfach nur Clickbait ist und sie nur darüber philosophieren, was drinne sein könnte. Hallo Ragnar. Aber kommen wir erst einmal zu meinem Vater. Ich habe gerade eben kurz bevor ich angefangen habe, eine Botschaft erhalten. Und ich habe mir zuerst riesengroße Sorgen gemacht. Aber nein, ihm geht es gut. Dafür ist sein Auto ein bisschen mehr oder weniger Totalschaden. So wie ich das verstanden habe, war er auf einer Hochstraße gewesen und neben ihm war ein Wohnmobil. Alle beide sind losgefahren, weil die Ampel grün wurde und das Wohnmobil ist wohl auf seine Seite gewechselt und hat die gesamte Seite aufgeschrammt und sogar die Scheibe kaputt gemacht. Also wie gesagt, meinem Vater geht es großartig, keine Verletzung nicht. Nur das Auto ist leider ziemlich Schrott. Ich sag mal, wenigstens haben wir Sommer, da ist eine kaputte Scheibe nicht ganz so schlimm, im Winter wäre das übler. Aber was machst du mit einem kaputten Auto? Du musst das Auto in die Garage stellen, weil wenn das Auto ohne Scheibe irgendwo rumsteht, wird eingebrochen werden.
Der andere Fahrer hatte sogar tatsächlich die Frechheit gehabt, meinen Vater anzubrüllen zuerst, weil angeblich er schuld gewesen sein soll. Aber dann ist er wohl runtergekommen und hat sofort eingesehen, dass er riesengroßen Scheiß gebaut hat. Nach 10 Minuten war die Polizei da gewesen und sie sind gemeinsam zur Tankstelle erst einmal gefahren, haben alles aufgenommen und der Typ musste wohl sofort 35 € bezahlen, weil er auf die andere Spur gewechselt ist ohne Ankündigung einfach so. Anschließend hat er auch unterzeichnet, dass er den Fehler gemacht hat und dann sind sie wohl erst einmal getrennte Wege gegangen. Ich meine mal, wenn du schon so ein riesiges Scheunentorfahrzeug hast, warum guckst du nicht ordentlich? Natürlich muss irgendwo neben dir einer fahren oder stehen an der Ampel. Menschen machen Fehler, das ist vollkommen normal. Aber im Straßenverkehr können sehr schlimme Sachen passieren. Ich hatte auch bislang 3 Unfälle, alle nicht selbst verschuldet. Der allererste Unfall war tatsächlich gewesen, als ich frische 18 war. Ich hatte meinen Führerschein vielleicht maximal 1 oder 2 Monate und mir ist direkt hinten einer drauf gefahren. Und ich hab solch eine Panik gehabt, wirklich. Das hat so gerumst. Ich hab mir sogar ein bisschen die Schulter verletzt, weil ich so entspannt war und dann kam der Aufprall. Aber naja, Schnee von gestern. Wollen wir uns erst einmal das Video angucken. Mit dem schwarzen Loch. Ich bin ziemlich gespannt, was für ein Clickbait das ist. Aber es hat bereits 2,1 Millionen besuchte Leute. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir sogar irgendwas Tolles Neues über die schwarzen Löcher. So einen Moment, ich bewege mich auf die andere Seite. Ist das gut, könnt ihr alles sehen. So ihr Astrophysiker, dann wollen wir mal. We physicists have waited 100 years since 1916 for this photograph. It is a region black holes might just be one of the most fascinating and mysterious phenomena in the universe. They are massive beasts in terms of power, but at the same time, virtually invisible to us. And a black hole weighing perhaps 2 to 4 million times the mass of the Sun. But because of the research that was put into them over the last couple of decades, we've gone from knowing absolutely nothing about them to getting to learn more and more, up close and personal. And well, things have just gotten crazier. Michio Kaku just announced that we've finally gotten a look at what's inside a black hole, and this new information brings light to the details the world of science might have missed all along.
Join us as we dig deeper into black holes and unveil what's inside space's big bad. Before we get into the details of what Michio Kaku found, we have to talk about the firsts. Even though most of us have some idea what black holes are, there are still some gaps in the right information. You see, in 1916, Albert Einstein published his theory of general relativity, which predicted the existence of black holes. At that time, the concept of black holes was purely theoretical. Moment. Eine Sekunde mal. (1916) hat Albert Einstein die Theorie aufgestellt, dass es schwarze Löcher geben muss, obwohl keiner ein Ziel gesehen hat. Wie ist denn so etwas möglich? Einfach nur durch Mathematik oder was? Er hat die Gleichung aufgestellt, überleg mal, er hat doch gar keinen Teleskop gehabt oder keine Ahnung was. Ich meine mal, wie brillant muss man bitteschön sein, wenn man einfach solche Sachen aufstellen kann und ausrechnen kann. Der schwarze Stern und erst später hieß es schwarzes Loch. Schwarzschild hat die Lösung während des Ersten Krieges errechnet, während er an der Front war. It took another 50 years for the scientific community to find evidence that black holes actually exist. This happened in the 1960s. They were studying the Cygnus constellation when they noticed an oddly bright blue star that was emitting X-rays. This star wasn't a stagnant object, but was going around a giant black something. Upon further investigation, it was found that the X-rays weren't just moving around on their own, but they were being sucked into the black thing they were orbiting. Thus the name black hole. This discovery was significant because it provided proof that black holes actually exist and that we're just a figment of Albert Einstein's wild imagination. While that was great, it also meant that there was this unreal entity in space that we urgently needed to know more about. So researchers all around the world got to work. This black hole was named Cygnus X1, and it is located in the constellation Cygnus, about 6,000 light-years from Earth, and it was no small discovery. It's about 14 times brighter than the Sun and incredibly dense, which causes it to have a strong gravitational pull. The gravitational pull is so strong that not even light can escape it. This is why it is called a black hole. The concept of a black hole is both fascinating and terrifying. It is a region of space where gravity is so strong that nothing, not even light, can escape. Anything that gets too close to a black hole will be pulled into it, never to be seen again. But that aspect of danger makes it even more necessary to learn everything there is to know about them. Was this it? Or were we just beginning? The answer ended up being the latter. After the discovery of Cygnus X1, scientists started to search for other black holes. They found that there may be close to over 100 million black holes in the Milky Way alone, but because they are so incredibly hard to detect, we still don't have an exact number. Nevertheless, from the looks of it, there are several million black holes in the Milky Way, in our very galaxy, which is what makes them even more important to study. So let's break it down. The main concern with black holes is always going to be gravity. Their gravitational pull is so intense that anything that enters it compresses down astronomically until it becomes a singularity. In simpler terms, black holes are like cosmic vacuum cleaners that suck everything in. One of the scariest parts about the research that's gone into black holes is the fact that if someone were to fall into one, they would get stretched to the point that they become a single line.
This process would happen slowly, and the person would die before the final form actually sets in. So let's just say that no one should be stepping into one. But they're all over, so could we really be in danger? Despite the fact that the closest black hole to Earth is 1,500 light-years away, it's still close enough to bring up questions and concerns. In 2021, scientists were able to release the first clear photograph of a black hole, specifically the M87 black hole. This black hole was photographed several nights in a row, and with each photograph, the researchers gathered more and more evidence about it. They had to stitch the individual photos together to create something that filled all the gaps. This way, they were able to figure out that there are 3 layers to a black hole. It's not just one single gaping hole of nothingness, as many people believe. Things are a lot more complicated than that. To even get to the nothingness part of a black hole, you have to make it through the first 2 layers. The first layer is called the event horizon, which, while in the first layer, it's the point of no return. Once you pass the event horizon, there's no turning back, and you will be sucked into the black hole. It only gets worse from there on out. The second layer is the photon sphere, which is the region where light orbits the black hole. Any light that enters this region will be trapped and will not be able to escape the black hole's gravitational pull. Finally, we come to the third layer, which is the singularity. This is where everything that enters the black hole gets compressed down astronomically until it becomes a singularity. The singularity is a point in space-time where the laws of physics as we know them break down, and we just can't predict what happens next. At the singularity, the density is infinite, and the laws of physics as we know them cease to exist. Now, what makes all of this infinitely worse is the fact that every single black hole you study will be entirely different from the last. Sure, they do tend to follow the same 3-layer concept, but the way they function could be vastly different. Now, if this were anything else, all we'd need to do is hop back on those telescopes and just study the problem at hand in detail. But with black holes, you can't really do that. Scientists can only study black holes indirectly by observing the radiation they emit and the gas and dust that surrounds them. Sending a probe like the Voyager inside a black hole is not possible because anything that enters the event horizon is pulled towards the singularity, where it is compressed to an infinitely small point. So you can't exactly waste billions of dollars just to get a glimpse every time because the second the probe gets close enough, it'll just crush into nothingness. Because of that glaring problem, scientists are left with no option but to study these objects in a 2-dimensional way, even though they are 3-dimensional phenomena in reality. To make matters even more challenging, there are also the 2 problems of every black hole being unique, and the laws of physics as we know them breaking down when we try to explore the inside. This means that the traditional methods of scientific inquiry don't really apply to the study of black holes. That doesn't mean that the researchers haven't been busy. There are lots of different theories and explanations of black holes, and well, with each one, things get more and more interesting. One of the most compelling theories Also Sie können keine Kamera reinschicken, Sie können nur erraten, was drin ist. Der Titel ist Clickbait. Fick dich Titel. Ja, das ist das große Problem, aber was bringt das Ausrechnen, wenn du alles auf 2D-Ebene ausrechnest und das ganze Ding auf 3D basiert? Das macht ja die schwarzen Löcher so unglaublich schwierig zu studieren. Du kannst noch so viel herumspekulieren, wie du möchtest, du kannst halt einfach gar nichts beweisen. Und wie gerade ihn gesagt hat, du kannst auch keine Kamera einfach reinschicken. Wie also willst du so etwas ausrechnen? Wir kommen jetzt zur Theorie. about the formation of black holes is that they are created from collapsed stars. When a star exhausts all of its fuel,
It can no longer produce enough energy to counteract the force of gravity that is constantly pulling inward. As a result, the star begins to collapse in on itself, becoming smaller and denser as it does so. If the star is massive enough, this process can continue until it becomes a singularity. To understand the nature of black holes in depth, NASA scientists turned their attention to the core of the galaxy, M87. Astronomers observed a super-powerful whirlpool of super-hot hydrogen gas that was spinning at an astonishing rate of 1.2 million miles per hour. The sheer force of this spinning disk of gas should have caused it to violently fly apart in all directions, but it didn't. Scientists deduced that there had to be a colossal mass concentrated at the center of the galaxy to prevent this from happening. This massive object weighed as much as 2 to 3 billion suns and could only be a black hole. But that's not the only theory where black holes spin. In 1963, the New Zealand mathematician Roy Kerr used Einstein's equations of gravity to provide the best description of a spinning black hole. Kerr showed that a spinning black hole wouldn't collapse into a point, as previously thought, but to a ring of fire or a thin disk. The disk would be spinning so rapidly that centrifugal forces would keep it from collapsing. This spinning disk of matter is called the ergosphere, and it is the region surrounding the black hole where the laws of physics start to break down. But the most intriguing feature of Kerr's solution was that it predicted the existence of an Einstein-Rosen bridge, also known as a wormhole. This is a theoretical passage through space-time that connects two separate regions of the universe, or even two parallel universes. The idea is that if one were to fall into a black hole, instead of being crushed to oblivion, one would be sucked down a tunnel through the ring of fire and shot out a white hole in a parallel universe. To understand how this works, we need to look at the concept of space-time. In Einstein's theory, space and time are not separate entities but are interconnected, forming a four-dimensional fabric called space-time. Warte mal, es gibt weiße Löcher. Das höre ich zum ersten Mal. Es gibt also nicht nur Schwachsinn, es gibt auch weiße Löcher. Bis jetzt hat sie keiner gesehen. Wären weiße Löcher nicht eigentlich ziemlich gut zu sehen im Gegensatz zu schwarzen Löchern? Paralleluniversum, kannst du dir vorstellen, dass all diese schwarzen Löcher tatsächlich ein Wurmloch sind? Objects with mass warp this fabric, creating a gravitational field that causes other objects to move towards them. Now imagine a sheet of paper representing space-time. If you place 2 points on the paper and draw a line between them, this is a representation of how objects move through space-time. But what if you could fold the paper in half and create a shortcut between the 2 points? This is the basic idea behind a wormhole. It's a shortcut through space-time that connects 2 distant points in an instant. Wormholes aren't just a sci-fi concept. They are actually a prediction of general relativity, although no one has ever observed one directly. The reason is that wormholes are inherently unstable and would collapse almost immediately. But the existence of an Einstein-Rosen bridge would mean that black holes are not just cosmic vacuum cleaners, but could also be portals to other regions of space-time. So, could we use a wormhole to travel through space and time? Unfortunately, the answer is probably no. Not yet, anyway. Even if we could stabilize a wormhole, it's unlikely that we could use it to travel faster than light. Einstein's theory of special relativity predicts that the speed of light is an absolute limit on how fast anything can travel through space-time. But even then, the theory of wormholes and black holes as pathways to other parts of the universe or even to different times has been a subject of fascination and speculation among physicists for decades. The idea that there might be shortcuts through the fabric of space-time, allowing travel through great distances or even into the past, could possibly be revolutionary if we could actually achieve it. One of the most intriguing concepts in this area of study
is the Kerr wormhole, which is named after the mathematician Roy Kerr, who first described it using Einstein's equations of gravity. This type of wormhole is essentially a hypothetical tunnel through space-time that could connect two distant points, such as two different universes or even two different times within the same universe. The Kerr wormhole is often visualized as a ring-shaped portal, similar to the looking glass in the story of Alice in Wonderland. Walking through the looking glass transported Alice to a world where animals spoke in riddles, and logic didn't always apply. In the same way, passing through the Kerr ring could potentially transport a traveler to another universe or another time, where the laws of physics might be very different from those we are familiar with. But at the destination, that could just be normal. While the idea of wormholes as a means of interstellar travel or time travel is certainly exciting, as we've glossed over before, it's also a subject of controversy and debate among physicists. Some have pointed out that wormholes, and particularly Kerr wormholes, might be unstable or impossible to traverse due to the intense radiation and subatomic forces surrounding their entrance. The critics argue that Einstein's equations of gravity, which are used to describe wormholes and black holes, only work for gravity and not the quantum forces that govern radiation and subatomic particles. In order to truly understand the nature of these phenomena, a new theory is needed that can unite the laws of gravity with the quantum theory of radiation. Throughout the world of science, this is called a theory of everything, a single theory that can unite both Einstein's theory of gravity and the quantum theory. Michio Kaku, who's a renowned theoretical physicist, has been working on a theory of everything for decades, too. While there are lots of different versions of what this could be, the only one that has shown promise is superstring theory. Superstring theory unites gravity with the theory of radiation. The theory proposes that subatomic particles are actually tiny vibrating strings, and that the universe is a symphony of these strings. Just as different musical notes correspond to different vibrations of a violin string, different particles in nature correspond to different vibrations of a superstring. One of the fascinating things about superstring theory is that as a string moves in time, it warps the fabric of space around it, producing black holes, wormholes, and other exotic solutions of Einstein's equations. This means that superstring theory not only unites Einstein's theory of gravity with the quantum theory, but it also explains many of the mysterious phenomena that we observe in the universe. But there's something about this theory that really throws a wrench into how simple it might sound at first, but in a way, makes more sense too. The superstring theory requires 10 dimensions of space-time in which the strings can vibrate. This is quite different from the 3 dimensions of space and 1 dimension of time that we experience in our everyday lives. It's difficult to imagine what these extra dimensions might be like, but physicists have developed some conceptual models that can help us understand. Consider a 2-dimensional pond inhabited by fish that are only aware of the dimensions of length and width. To these fish, there is no such thing as height, and they can't even imagine what it might be like to live in a 3-dimensional world. But if rain falls on the pond and causes ripples, the fish can see the effects of the 3rd dimension, even if they can't actually experience it directly. Similarly, physicists believe that we can't see the extra dimensions of space-time directly, but we can observe their effects on the world that we experience. In particular, the vibrations of the strings in superstring theory can produce waves of energy that travel through the extra dimensions of space-time. These waves can manifest themselves as particles with different properties, such as mass and charge. In this way, superstring theory can potentially explain all of the particles and forces that we observe in the universe, including gravity. But there is a catch. The extra dimensions of space-time that superstring theory requires are so small that we can't really study them directly. The most precise measurements that we can make in our laboratories only use the 4 dimensions of space-time that we are familiar with: length, width, depth, and time. So how can we even know that the extra dimensions exist? One possibility is that the extra dimensions are curled up so tightly that they are invisible to us. Imagine a sheet of paper that has been tightly rolled up into a cylinder. If you were an ant walking along the surface of the paper, you might not even notice that the paper is curved.
Similarly, the extra dimensions of spacetime in superstring theory could be curled up into tiny loops or spirals that are invisible to us, even though they affect the behavior of the strings that vibrate in them. Another possibility is that the extra dimensions were more visible at the beginning of the universe, during the Big Bang. According to some versions of superstring theory, the universe began in a state of 10-dimensional spacetime, with all of the dimensions equally visible. As the universe expanded and cooled, the extra dimensions began to collapse and curl up, leaving us with the 4 dimensions that we observe today. If this scenario is correct, then we might be able to detect traces of the extra dimensions around us. The mathematics involved in superstring theory is incredibly complex. It's opened up entirely new areas of mathematics that were previously unexplored. However, the challenge of solving the problem of a quantum black hole has proven to be an elusive one. While many physicists have tried to tackle this problem, no one has yet been able to do so. Edward Witten of the Institute for Advanced Study at Princeton has called superstring theory 21st century physics that fell accidentally into the 20th century. Last year, several groups of physicists independently announced a significant breakthrough. They found that string theory could completely solve the problem of a quantum black hole, although only in 2 dimensions, not 10. Many physicists believe that it's only a matter of time before someone cracks this problem, given that the equations involved are well-defined, if difficult to solve. Until then, it's still too early to buy tickets for intergalactic travel or time-traveling expeditions, at least when it comes to black holes. With all of this, one thing is clear. There are simply too many questions and even more solutions to these problems. Michio Kaku has explained how one would really know what's the real answer to all the crazy theories. He said that it's important to note that the problem of infinite answers isn't unique to string theory. In fact, many great theories have an infinite number of solutions. For example, Newton's laws can predict the motion of various objects, from rocks to rocket ships, but you need to specify what it is you're trying to explain before you can predict its motion. These specifications are called initial conditions. Similarly, in string theory, you need to tell the theory what it's describing. But unlike other theories, the initial conditions of string theory are the Big Bang itself. This means that you have to specify the conditions of the Big Bang at the instant it was created, which are currently unknown. There are a couple of ways to approach this problem. One possibility is to experimentally find the initial conditions at the instant of the Big Bang, and then let string theory describe how the universe evolves from there. There are already solutions of string theory that describe the evolution of our universe since the Big Bang, based on some reasonable estimates of its nature. This is a significant achievement. Another more ambitious path is to demand that string theory selects its own initial conditions. That one is a little more complicated and less likely too. So in a way, we've already narrowed things down significantly. But here, Michio Kaku puts another spin on it all. Maybe the Big Bang wasn't really all that big after all. He says it wasn't a massive explosion as many might think. It also didn't make a loud noise like one might expect from a bang. The Big Bang theory doesn't provide an explanation for what caused the supposed bang or how it occurred. It simply states that it did happen. The truth is, we need a theory that can account for what happened before the Big Bang. This is where string theory comes in. According to this theory, our universe might have been formed from the collision of 2 separate universes, or it could have emerged from another universe like a baby being born from its mother. This connection between universes is called a wormhole, which is like a tube connecting 2 bubbles. It's possible that we may have already discovered evidence of this umbilical cord that connected our universe to another. Okay, ganz ehrlich, das klingt sogar irgendwie logisch. Stellt euch vor, unser Universum ist einfach nur ein Baby-Universum vor einem großen Universum. Das würde irgendwie tatsächlich sogar ziemlich cool werden. Und irgendwo wäre das sogar ein bisschen logisch. Zumindest für eine Person, die nicht viel davon versteht, ist das irgendwie ziemlich genial und logisch.
Deswegen gibt es vielleicht auch so viele schwarze Löcher. Vielleicht sind das alles Verbindungen zur großen Mutter. In a way, we could just be living inside a black hole this whole time but not know it. Think about it. Because we exist in 4 dimensions and can't see anything beyond it, it's possible that we're actually in a black hole, and the black holes we're studying are actually wormholes to these other dimensions. Do you think there could be truth to that theory? Let us know in the comments below. If you like this video, please Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool, auch wenn ich sagen muss der Titel, weil er da klickt. Aber die ganze Herumspinnenderei und Theorien sind wirklich toll. Nein, Sie haben wirklich nicht gesagt, was im schwarzen Loch drin ist, obwohl ganz groß hier steht. Wir haben endlich herausgefunden, was in einem schwarzen Loch drin ist. Richtig mieser kleiner Clickbait. Aber extrem interessant. Ich würde mir echt gerne vorstellen, dass unser Universum einfach nur ein Baby-Universum ist. Oder dass wir vielleicht wirklich irgendwie in einem schwarzen Loch sind und all die ganzen anderen schwarzen Löcher, die wir sehen, sind Ausgänge. Es gibt so viele unglaublich spannende Theorien darüber. Machen wir nebenbei weiter mit Miss Fest. Wir sind zurück von unserer Mission. Und wir sind nur in der Milchstraße. Wir haben festgestellt, dass der Primalist uns angelogen hat. Und dass eine riesige Bombe auf dem Heimatplaneten dieser Schildkrötenfraktion ist. Commander, Cerberus is attacking civilians on Benning. We've been asked to help evacuate the planet. Es hat nicht gereicht, dass man die Gene verändert und die arme Bevölkerung 95% an Missgeburten rausbringt. Nein, natürlich haben sie auch noch eine riesige fucking Bombe auf ihrem Planeten gesetzt als großes Scheißerchen, der Summit-Worte. Sie hat gerade eben gesagt, dass Cerberus irgendwo angreift. Wo greifen die denn an? Ja, natürlich, sie schämen sich mittlerweile dafür, das auch das Mindeste. Wieso platziert man eine riesige Bombe auf einem Planeten von Leuten, die sowieso 95% Fehlgeburten haben? Was ist mit diesen ganzen Idioten nicht richtig? Man würde meinen, es gibt andere Probleme in der Zeit, in der Galaxie. Aber hey nein, lasst uns doch einfach gegeneinander Krieg führen, das ist viel lustiger. Weißt du, was die Allianz und die Horde in World of Warcraft wird dagegen wie richtige Glühbirnen?
Die Kroganer waren damals sehr bedrohlich und sie waren ein wenig arschig. Naja, das ist natürlich eine riesige Gerechtfertigung. So, als nächstes werden wir unser nächstes Level abnehmen. 50% mehr Schaden. 50% mehr Schaden für das Geschütz und für die Drohne. Oder mehr Kraftbonus. Wie ich gestern bereits sagte, wir brauchen keine Fitness. Wir sind unsterblich. So viel bringt das ja auch gar nicht. Vermute ich. Na gut, vielleicht bringt es doch ein bisschen was. Vielleicht machen wir das als nächstes. Obwohl ich sagen muss, die Kampfdrohne wäre auch nicht schlecht. Die Kampfdrohne kann auch mit Raketen ausgestattet werden. Wie geil wäre das denn dann, habe ich einen Geschützturm und eine Kampfdrohne mit Raketen jeweils. For what purpose? Nein, jetzt mache ich die Kampfdrohne. Ich muss einfach nur die Gegner schnell genug töten, dann brauche ich keine Lebenspunkte und kein Schild. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Also geben wir denen auf die Fresse. Ich brauche noch ein bis 2 Level Ups. On my way. Keep me updated. Hier kommt die Tyurru. Ich liebe es, dass ich meinen eigenen Namen nicht aussprechen kann. Eine ganz simple Hauptsaberus-Mission nach so etwas liebe ich doch. Oh ja, ganz simpel. Wirklich extrem. Ich kann schon sehen, wie extrem simpel die Mission ist. Easy peasy lemon squeezy, keine Herausforderung, nicht wahr? Abgesehen davon, dass ich gerade tierisch auf die Fresse bekomme. Du brauchst dich gar nicht herausreden, guck dir doch den Unsinn an hier. Ich bin schon wieder fast tot. Und sobald ich meinen Kopf einmal rausstrecke, hat er geschützt, hören mich sofort im Visier.
kommt er da oben auf einmal hier? Du fragst mich Sachen, woher soll ich wissen, was für ein Planet das ist? Denkst du wirklich, ich lese mir den Namen durch? Das würde voraussetzen, dass ich aufpasse. Ich habe nur gehört, dass ich irgendwelche Leute retten soll. Upper streets are clear. Hold on, Commander. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Ich bin nicht hier zum Denken, zeig einfach nur auf ein Ziel und ich bringe es um. We'll do more than that. Geh Kumpel, du kannst hier nicht schlafen, beweg dich. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, der lebt nicht mehr. Ja, ich denke auch, der könnte eventuell tot sein, aber wir gucken nachher nochmal nach. Vielleicht können wir seine Leiche noch irgendwie gebrauchen als Vogelscheuche oder als Attrappe gegen die Reaper. Müssten noch einmal auf das Knie hauen, nur um sicher zu gehen. Oder wir könnten ihn in einem Pony-Cosplay-Outfit stecken. Oh, bedauerlicherweise kenne ich sogar My Little Pony, aber nicht wegen der Kinderserie, bedauerlicherweise wegen ganz anderer Sachen. Es gibt Sachen, die würde ich am liebsten einfach vergessen wollen. Oh hoppla. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. We die together. Niemand wird hier sterben. Außer natürlich die Gegner. Hör doch mal auf mit euren dämlichen Granaten, ihr Penner. Ich habe so den Verdacht, dass ich nicht wissen will, was für Sachen das sind. Oh ja, mein lieber Lohnt, das willst du nicht. Scheiß Ponys. Früher habe ich Ponys geliebt, aber seitdem ich Regel 34 kenne, hasse ich sie noch. Macht hier auch mal irgendeiner was? Bin ich denn ganz alleine, der kämpft?
also. Wozu habe ich Garros ein Scharfschützenwerk gegeben, wenn man macht? What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. Er hat ein Scharfschützengewehr und macht Nahkampf. You heard him. We hold here. There's nowhere to go. Kaboom! Bitte kein Kaboom. Ihr blöden Granatenaffen. Ich hasse euch alle so sehr. Ich hasse es, dass sie so intelligent sind. Was fällt den Leuten ein, intelligente Gegner zu produzieren? Hat könnte fast meinen, die wollen überleben. Vor allem ich sehe sie nicht immer sofort. Bin ich froh, dass ich mein Geschütz und meine Kampfkugel habe. Nur fährt die Kugel irgendwo hin, wo kein Gegner ist, sehr schön. Oh mein Gott. Hier waren ja doch Gegner. Gute Arbeit, meine liebe Kugel. Du bist nützlicher als meine Freunde. Please help me. Ich brauche unbedingt ein Granatenfrühwarnsystem. Try to stay calm. What should we do? Okay, Chat, Just ihr stay seid down. dran. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We Sobald hold eine here. Granate kommt, müsst ihr mir Bescheid sagen. Wenn ich in einer Krise sterbe, seid ihr schuld. So scared. Jeder Granatentod ist euer Fehler. Hier lutscht mein Eis, du Penner. Vielleicht macht ihr im Kopf in die Zukunft gucken oder so. Am besten du wirst irgendeinen Wohnloch. Der kommt wirklich von hinten. Warum kommen sie auf einmal von hinten? Was sind das für Ferkel? Dann nimm das schwarze Loch, was keine Verzögerung verursacht. Ich komme nicht drauf klar, dass die von mehreren Seiten kommen. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Okay, versuchen wir es von hier. Habt ihr gesehen, mit der eine Karte werfen wollt? Er wollte gerade eine Granate werfen.
Ich kann aber auch echt von allen Seiten, das ist echt übel. Ihr habt mich nicht vor der Granate gewarnt. Chat. Zur Strafe bekommt ihr heute Abend keinen Nachtisch. Ich meine mal, ich hatte sowieso keine Nachricht, aber trotzdem. Da war keine Granate. Hätte ja klappen können, nicht wahr? Jetzt schreiben die Typen einfach Granate in den Chat rein, ohne dass er da ist. Hey, das war echt eine gewisse Kaboom. gute Arbeit lohnt. Leck mich doch einer die Haare. Ich komme keine 3 mm raus. Weil jedes Mal irgendein Spinner um die Ecke steht. Dieser Kampf ist so intensiv. Ach, das war mein Freund. Gibt es doch nicht. Ich hatte volle Lebenspunkte. He sei mir gegrüßt und vielen lieben Dank für deine netten Worte. Fühl dich einmal umarmt. Ich komme keinen Meter nach vorne. Die töten mich einfach sofort. Ich bräuchte wirklich irgendeine Fähigkeit, meine Schuld aufzuladen.
Irgendwann gehen denn vielleicht mal die Granaten aus. Oh mein Gott. Das klingt nach einem Geschützten. Wenn wir geschützt haben mich sieht, bin ich einfach sofort tot. Nimm doch mal deine mechanischen Po weg. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. Diese Kämpfe sind so übel. There's nowhere to go. Please help us. We're going to die here. Tatsächlich finde ich den Eisstrahl sogar am besten derzeit. Der Eisstrahl hat es richtig in sich. We're going to die here. Let's get out of here. Hurry, get from that. So many of them. Oh Scheiße. Ja, ich glaube, der hat mich gehört. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. We die together. Ich habe aber auch irgendwie keinen guten Schutz bereit. Gefühlt kann ich von 8 Seiten angegriffen werden. Alumix. They're everywhere. Sei mir gegrüßt, mein lieber Mix. There's nowhere to go. They're everywhere. Let's get out of here. Moment mal, was macht denn Garus da Get to the hinten? landing pad. We die together. Also der heutige Tag war für mich eine Katastrophe gewesen bislang. Mein Vater hatte einen Autounfall, aber es geht ihm gut. Nur das Auto ist Halbschrott. Meine Arbeit war heute auch extrem langweilig gewesen. I'm not letting you out of my sight. Und jetzt gerade bekomme ich tierisch auf die Fresse. There's nowhere to go. I think we can make it out of here. Irgendein Wohnmobil ist ihm in die Seite gefahren. Aber was macht denn Garus da oben?
Heilige Scheiße, was geht denn hier ab gerade? Diese wandelnden kleinen Unfälle. Und ihre dämlichen Granaten. Jetzt bin ich gerade eben wirklich durch einen einzigen Schuss gestorben. Was war das denn, ein Scharfschütze? Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Ich hatte volle Lebenspunkte gehabt. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. If we die together. Ich wollte ja unbedingt auch Wahnsinns spielen, nicht wahr? Warum wollte ich denn unbedingt auf Wahnsinn spielen? Wahrscheinlich, weil ich masochistisch bin. Ich bin nicht masochistisch, ich wollte nur sehen, ob ich die Schmerzen aushalte. Du kleiner Schleimer, Ragnar. Mach ruhig weiter. I'm so scared. Nowhere to go. Verteidig doch bitte mal die andere Seite. Ich kümmere mich um die andere. Was kommt auf, wenn Leute einfach nicht das tun, was sie sollen? Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus ships are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. There's nowhere to go. Let's get out of here. Hurry, get to the landing pad. I'm not letting you out of my sight. Ich hoffe nur, jetzt kommt nichts von der linken Seite. Eigentlich steht ja Garros da. Mit
Meine Fähigkeiten machen auch nicht Glasfasersäulen. You got it! Hier, was kommt zurück? I'm not letting you out of my sight. Du musst für mich die linke Seite bewachen, du Arschloch. We're going to die. Und wehe, du kommst zurück. Ich glaube echt, dass ein Scharfschütze oder sowas. Iwas ist ganz hinten und kann mich sofort umbringen. Kann dir nicht sagen, was Garus macht, aber er sitzt in seiner Ecke und guckt zu, wie ich die ganzen Kopfschüsse kassiere. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. I don't want to die. Ich hoffe mal, die beiden bleiben jetzt auch da stehen. I don't want to die. Let's get out of here. März gewusst. Fick doch einfach mal irgendeiner meiner beiden Freunde, die machen gar nichts. Okay, ich brauche einen anderen Plan offenbar. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Ihr Cerberus beide troops are bleibt heading hier. your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. Und ich mache die You heard Seite. him. We hold here. I'm so scared. Want to die. Please help us. There's nowhere to go. Please help us. Let's get out of here. Hurry, get to the landing pad. Okay, das scheint bis jetzt zu klappen. There's nowhere to go. Please help us. Muss schon sagen, mein Geschützturm ist extrem geil. If we die together. Mein Geschützter macht die ganze Arbeit gerade. Make it out of here. Das Beste ist, die Rakete bringt die Gegner aus dem Gleichgewicht.
Let's go while we can. Was war das für eine Roboterstimme? Ich höre nur, wie irgendeiner der Gegner sich ganze Zeit am Rumstürmen ist. Warum auch immer. Ich glaube, der hat irgendwas ganz Schlimmes mehr als Durchfall. You're clear! Go! Wir haben es geschafft. No hostiles detected in the immediate Nach area, 7 Commander. Versuchen haben wir es Reinforcements are geschafft. moving in to secure the evac route. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Das war auch eine schwere Geburt. Oh ja, We're umgucken, getting du hast reports recht. of continuing strikes against other cities on Hoppla. Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. Wobei, For warte now, mal, we've got our wir work haben cut out for dauert. us. Carry on. Wir haben doch einen automatischen Speicherstand. Nein, er hat genau jetzt gespeichert, was für ein Arschloch. So viel also das. Na klar, Ragnar, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und lass dich nicht ärgern auf Arbeit. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich sehe absolut gar nichts.
Oh, jetzt geht es wieder. Richtiger mieser Schluck auf der PC. Oder vielleicht der Monitor, ich möchte den PC nicht beleidigen, vielleicht war es der Arsch von Monitor. Also wir haben alle gerettet, alle sind zufrieden und wir haben vergessen, uns noch Technologien umzugucken, sehr schön. Na klar, mein lieber Mix, ich wünsche dir einen guten Abend noch. Wo fliegen wir denn als nächstes hin? Unser Logbuch ist voll. Wir haben echt eine Menge zu tun. Wir könnten die Bombe entschärfen, dann könnten wir eventuell die Kroganer besänftigen. Oder einfach nicht noch wütender machen, weil sie erfahren, dass da eine riesige Scheißbombe auf ihrem Heimatplaneten ist. So mein Lieber, du nimmst jetzt wirklich nur ein Scharfschützengewehr. Wunderschön. Und du, meine Liebe, ach nee, halt, er kann ja wirklich nur 2 anlegen. Also wie du sehen kannst, er braucht 2 Waffen. Normandy Shuttle, this is Lieutenant Victus with the 9th Platoon. Do you copy? We hear you, 9th Platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. Brutal, but it makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard if they tried anything. Makes sense. Couldn't trust the Krogan to play nice. But right now we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th Platoon will cover your flank, Commander. Normalerweise würde ich ja sagen, er soll ruhig das Sturmgewehr nehmen. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Oh nein, nicht schon wieder C, aber auch was. Ich habe doch gerade eben erst gegen diese Spinner gekämpft. So viele schöne Explosionen und alles nicht meins.
Meine Explosionen sind aber größer. Wer oder was schießt denn die ganze Zeit? Na klar, schmeiß doch nur Granaten. Wir haben ja nicht genug Explosionen. Ich liebe noch mehr Explosionen und noch mehr Tod und Zerstörung. Aber was zur Hölle geht denn hier bitte ab? Lohnt TU etwas? Wo kommen die Explosionen her? Das ist ja schlimmer als auf einer Geburtstagsparty. Nicht hilfreich, aber danke. Ich komme auch wieder einmal keinen Meter nach vorne. Weil ständig irgendein anderer Typ antanzt. Ich sehe noch nicht mal einen Gegner, aber andauernd kommen neue Granaten. Also normal ist das eigentlich nicht.
Was soll ich denn dazu noch großartig sagen? Es kommen immer mehr Gegner. Als gäbe es hier etwas gratis zum Fressen. Naja, wer weiß, vielleicht ist es ja auch so. Du denkst, das sind einfach nur Attacken, diese Explosionen. Ich weiß nicht, ob ich das rausfinden möchte. Ich versuch's doch, Kumpel. Shepard, we need to keep moving. Wir haben es echt geschafft. Shepard, we need to keep moving. Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach aufhören würde. Das waren aber auch echt extrem viele Gegner. Once we reach the bomb, I'll need to reprogram the trigger mechanism. Und die nächste Runde. Those shields are damn effective! Er wollte gerade ein neues Geschütztürmchen aufstellen und ich habe ihn einfach pulverisiert. Oh nein, jetzt kommen diese komischen Schildträger. Okay, ich kann offenbar wirklich durch den Schlitz durchschießen. Sie hat Schlitz gesagt, hihi. Aber nein, wirklich, ich kann offenbar einfach durch den Schlurchi.
Oder ich bring ihn einfach um. Haben wir es endlich? Nein, da taucht andauernd ein neuer Geschützter auf, weil ein Techniker noch lebt. Exit on the left, Shepard. Der Kampf lief deutlich besser und nicht so abartig wie der letzte. We defeat the Krogan and then plant a bomb on their planet. Pretty extreme, but those were desperate times. While morally questionable, the strategy is sound. Jetzt fang doch bitte nicht auch noch an den Typen zu loben. Good work, Lieutenant. Es ist nie okay, eine gewaltige Bombe auf irgendeinem Planeten zu Patienten. Nicht einmal zum Spaß. Copy that. Hier kommt euer Lieblings-Shepard. I don't like the sound of that. Tja, das heißt offenbar, sie haben die Bombe fertig. Cerberus is retreating. Online, die werden sich nicht zurückziehen. Nicht solange ich noch lebe. Hier wird keiner entkommen. Ich mache euch alle zu Eisstatuen und dann schläg ich euch ab. There it is. Amazing no one detected it. Even in all this. It must have been far enough underground to stay hidden. Cerberus had to dig it out. It must have been strategically placed for maximum yield. I advise haste, Commander. Commander, we're entering the bomb site. Moving towards the control station. Roger that. We're on our way. Hallo Evelina, na, wie geht es dir? Du warst fleißig beim Sport, mach nicht schon. Wir haben uns heute schon schwarze Löcher angeguckt. Cerberus will be back with everything they've got. I agree, Garrison. This is a high-value target. Cerberus will commit any reserves. Mein Vater hatte heute einen Autounfall gehabt.
Ein Wohnmobil stand neben ihm an der Ampel und beide sind losgefahren und der Spinner ist einfach auf seine Bahn gewechselt, ohne zu blinken. Meinem Vater geht es gut, aber das Auto hat wohl die gesamte Seite komplett alles zerschrammt und die Scheibe eingeschlagen. Aber ihm ist nichts passiert. Das Auto sieht nur echt übel aus. Vor allem zum Glück haben sie eine Garage. Wo willst du so ein Auto hinstellen? Also die Polizei hat grob gerechnet über 3.000 €. Aber wer weiß, was da wirklich rauskommt. The original safeguards are no match for current technology. We need to hurry. Looks like control schematics for automated turrets. Und der Typ musste sogar sofort 35 € bezahlen, weil er so fahrlässig gehandelt hat. Außerdem haben wir uns danach ein Video angeguckt zu schwarzen Löchern mit einem gewaltigen Clickbait. Der Klickbare hat gesagt, endlich wissen alle, was das schwarze Loch erwartet. I put my team at risk to get you here, Lieutenant. You better deliver. I know what's at stake, Commander. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. Look out! Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Detonation protocol interpreted. All units engaged. Nobody gets past Taking us. fire! Clear? Clear! Cerberus reinforcements. Ich meine mal, ich kenne mich mit Autos echt nicht aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 3.000 € sind, wenn die gesamte Seite vollständig vernichtet ist. Da muss auf jeden Fall mehr gehen. He's taking fire! Protect him! Aber naja, das machen die Versicherungen aus. He's taking fire! Protect him! Here they come! Need more time! Ja, wie gesagt, wir haben uns außerdem ein Video angeguckt zu schwarzen Löchern. Es ist extrem interessant und sie vermuten sogar, dass wir derzeit in einem schwarzen Loch stecken und die ganzen anderen schwarzen Löcher sind Ausgänge. Das ist natürlich nur eine von sehr vielen Theorien. Naja, es ist eigentlich auch sinnvoll, wenn du Sachen komplett neu einbaut, statt sie einfach irgendwie zu richten. Wenn die gesamte Seite komplett verschrottet ist, dann bringt das Richten wahrscheinlich sowieso nichts. They're not letting up. Keine Ahnung, was das da. Almost there! Objective acquired. Das war keine Atombombe. He's taking fire! Protect him!
outnumbered. Take that thing down, now! Jetzt weiß ich, wofür ich die Atomrakete gebraucht hätte. Der blöde Arsch, wo kommt er denn her? Also bei uns war es definitiv der andere gewesen, der Schuld hatte. Der Typ hat sogar unterzeichnet, als die Polizei eingetroffen ist. Und wie gesagt, er musste sofort 35 € zahlen wegen Fahrlässigkeit. Aber er hat zuallererst meinen Vater angeschnauzt. Ich schätze mal, das macht man immer als erstes. Nobody gets past us. Clear? Clear! Nobody gets past us. Clear? Clear! Wie ich einfach schon beim Neujahren fast sterbe. Naja, wenn das nicht irgendwie einig gewesen wäre, wäre das auch so traurig gewesen. Der Typ ist einfach auf die andere Fahrspur gewechselt voll. Cerberus reinforcements! I need more time, Commander. Get down! Ich meine mal, ich hatte auch insgesamt schon 3 Autounfälle gehabt. Alles nicht selbst verschuldet. Aber sehr unangenehm ist es trotzdem. Here they come! Need more time. Hat es fast geschafft, diese Mission. Aber nein, der letzte Gegner würde ja ausgerechnet von hinten kommen und mich mal wieder so richtig hart rannehmen. They're not letting up! Watch for more shuttles!
bin Garus. Warum bin ich gefühlt alleine? Lasst mich doch nicht immer alleine, ihr Gegner. Ich bin sowieso überrascht, wie schnell der Typ sein Schild auflegt. Shepard, take that thing down, now! Okay, da kommt jetzt der ganz Große wieder. Hätte ich doch nur diese komische Rakete aufgehoben. Und da kommt die Verstärkung und das sind echt viele. Das sind unverschämt viele Gegner. Nicht nur viele Gegner, sondern auch noch sehr starke. Und natürlich Granaten. Bei kann so viel Spaß machen. He's taking fire! Protect him! Immer kommt eine einzige Person von hinten, weil meine beiden Freunde einen Scheiß machen und immer noch erlaubt. Rundgänge, Digger, ich möchte irgendjemanden schlagen. Es ist immer eine einzige Person. Nobody gets past us. Clear? Clear! Cerberus reinforcements. I need more time, Commander. So, jetzt zwei Versager, ihr bleibt jetzt bitte mal schön hier stehen. Kann doch nicht angehen. Ich kann mich nicht auf 5 Seiten gleichzeitig konzentrieren. Ich bin keine Göttin mit 5 Augen. Here they come! Naja, schlechter als das, was ich gerade hatte, kannst du ja gar nicht sein. Von mir aus kann auch der Chat für mich kämpfen.
Watch for more shuttles! Almost there! Na also geht doch langsam wieder. Ich glaube, meine beiden Freunde machen auch einmal was. Shepard! Take that thing down! Now! Get down! Ich freue mich auf die Stunde der Wahrheit. Seit wann schafft der Typ es über die Treppe? Make contact. Oh nein. Ich bin sowas von tot. Okay, das große Arschloch ist tot. He's taking fire! Protect him! Durch was bekommst du Schaden da oben? Da ist doch keiner mehr. Der arme Kerl ist fast tot, doch ein Leben quasi. Commander! Firewall's down! I'm in! Spirits! Und er hat Cerberus hacked the überlebt, trigger mechanism. unglaublich. It's set to... Disarm it! No time! I have to separate the trigger from the bomb! Now! Cover me! Wo hab ich auf einmal das Sturmgewehr her? Hab ich bestimmt von irgendeiner Leiche geklaut. Lass mich raten, er opfert sich.
victory. At any cost. Tja, was sagt ihr jetzt? Der Typ war am Ende doch zu etwas zu gebrauchen. Aber ich befürchte seinen Vater einfach nicht mögen. The Tyrians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Tyrians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice in war is expected. He did us proud, but we're a hard bunch Hallo, to mein please. lieber Talurion. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he Willkommen, had to do when willkommen, it counted. willkommen. Yes. Yes, he did. Mein Vater hatte heute einen Autounfall gehabt. Stopping that bomb prevented the war between the Tyrians and the Krogan. We Ihnen can't geht afford es that kind of großartig, division aber right now. irgendein Wohnmobil Joker said ist the in die Krogan were Seite recovering the gefahren. bomb? They moved in, won't allow Tyrians to send in recovery crews to help. Understandable. The situation is fragile at the moment. Die gesamte Seite ist With Rex kaputt, and the einschließlich Primarch der aboard the Scherben. Normandy, you've got a situation brewing. Über You don't have a 3000 solid Euro alliance between vermutlich. those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. Yes, sir. Heck it out. Ja, das Wohnmobil hatte Schuld gehabt und er musste sogar oder hat sogar unterzeichnet. The Genophage wasn't enough? You had to plant a bomb on my planet? The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. Not enough to tell us about the bomb, coward. Hey. The Reapers are out there destroying the galaxy, and you want to fight about this. Primarch, you had a bomb on Tuchanka. And Rex, in the Turian's place, you would have done the same damn thing. Shepard. It's over. His own son died today making this right. Please, Commander. It's all right. Yes, fine. Shepard, you made your point. We have stronger enemies to face. We do. I understand your reservations before, Commander. But I hope you now understand Naja, the wie gesagt, die secrecy. Polizisten haben You wohl kept this a gesagt secret and then mindestens put your son in 3000 Euro. charge. He couldn't handle it. Yes. You're right, Commander. It was a mistake not to trust you. I know that now. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. Naja, die Polizisten sind keine Sachbearbeiter. Sie haben vermutlich einfach nur aus Erfahrung irgendwie gesprochen. Also wir haben endlich die beschissenen, große Bombe entschärft. Nein, nein, mein Vater hat absolut keine Verletzungen davon getragen. Ich weiß leider nicht genau, was passiert ist. Wie gesagt, ich weiß nur, sie standen wohl beide an der Ampel. Das war mehrspurig gewesen und das Wohnmobil ist auf einmal auf seine Seite gewechselt wurde. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications.
Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. Auch das weiß ich leider nicht. Was für ein Nummernschild das Ding hatte, aber es war wohl ein Deutscher gewesen. Er hat sofort meinen Vater beschuldigt, als er ausgestiegen ist. Er hat wohl nach 10 Minuten oder so, als die Polizei eingetroffen ist. Aber alles irgendwie, also er hat es akzeptiert. Ich rede heute aber auch verwirrt. I don't know how you deal with all the politics. It's a pain in the ass. Warum bist du etwa mit einem Wohnmobil rumgefahren? Yeah, sorry about that. Just remember, the more they complain, the more you know you're accomplishing something. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver. Ich bin überrascht, dass der Typ überlebt hat. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. Was die Belgier und die Niederländer machen eine ganze Menge Ärger bei dir in der Umgebung, ehrlich, das tut mir aber leid zu hören. Trying to take it back makes an even better one. You take care, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Genau hat das Gespräch jetzt eigentlich gebracht, außer dass ich weiß, dass der Typ noch lebt und die Erde belagert wird. They make their own soldiers out of our civilians. They don't have supply lines. How do you beat something like that? I'll let you know. Wir haben auf dem gleichen Planeten sogar noch eine Mission. Joker, what have you got? Und wenn das abgeschlossen ist, haben wir vermutlich die Kroganer auf unserer Seite. I want eyes on the shroud. Aye, aye, ma'am. New form of Reaper, Shepard. Using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. You said you'd help. It's time to deliver. What is it you need? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility. Finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. So viel Aufwand nur für ein Ablenkungsmanöver. And it's now or never. Now. The genophage ends today. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Dalatras. Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Morden Solus has proposed using the Shroud. You spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander,
You can't allow the diplomatic pressures of this war to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? No, I don't. The Krogan are too violent, but I don't have a choice here. Then allow me to offer you one. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Urdnot Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Ich muss mich also für eine Rasse entscheiden. Entweder die oder diese dummen anderen Aliens, die alle 40 Jahre sterben und nur Unheil stiften. Eine sehr schwierige Wahl. Ich finde, alle beide sind Kotzen. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen Fitness nehmen. Aber auch nur vielleicht. Aber zuallererst möchte ich offen gestanden erst einmal meine Kampfdrohne aufrüsten. Das kommt ganz am Ende irgendwann, glaub mir. Ach, die Salarier sind richtige Vollblut-Assis. Ich kann denen einfach nicht drauf. Ich kann diesen Aliens einfach nicht trauen. Ich werde den Kroganer helfen. Nein, wir machen keine Fitness. Ich weigere mich, Fitness zu nehmen. Commander, you seem troubled. Ich werde dir beweisen, dass ich keine Fitness brauche. Tja, jetzt ist die Frage, soll ich ihr die Wahrheit sagen oder nicht sagen? Das Problem wird sein, wenn ich ihr die Wahrheit sage, werden sie vermutlich Krieg führen gegen die anderen, oder? Ich soll die Wahrheit sagen, na gut. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the hollows. Come out. Na, ganz toll. Hang on tight. We're heading in. Ich dürfte gar nicht die Wahrheit sagen. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our 6. Now move! Here they come. Push forward. Don't let them get up here. Ich hätte gedacht, die Kroganer wären viel stärker im Nahkampf. Siehst du, wer braucht schon Fitness, wenn du einfach vorher alles tötest? They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our Wir werden soil. angegriffen, holt eure Klappstühle und Fackeln raus.
We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Recommend haste, however. Vital Verteidigt signs eure Göttin. What's a Solarian doing here? Guten Abend, Nobody said anything Anjanette. about this. Multiple Krogan. Vielen lieben Problematic. Dank für den Angriff. Natürlich greift man Verbündete an, so funktionieren viele Spiele. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. There's no time for this. Whatever grudge you have against Solarians ends right now. As long as it involves a bullet in his head, time for some payback. Stand down, Reeve. Voll in die Fresse. Solarian is with me. What are you doing, step bro? Enough! Oh, die einzige Frau. You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I don't want to regret curing the genophage. Do you want this or not? I do. What about the rest of you? Typisch, kaum sehen sie alle Brüste, sind sie alle auf einer Seite. Wo Kuchen? Brüste vereinen. Copy that, Artemech. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reeve isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of genophage. Expansion plan, problematic. Die sollen ja meinen armen Artgenossen. Natürlich vereinigen Brüste jeder Marktbrüste, egal ob Mann, Frau oder alles andere. Du kannst sie richtig schön schlackern lassen. What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. Du sagst, diese Mission hat dir Gänsehaut bereitet, na mal gucken. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian Wie interfered. kann dein Volk No, we destroyed Tachanka ourselves. voller Stolz sein, Technology ihr seid changed us. brutale It made Massenmörder? life too easy. So we looked for new challenges and found them in each other. Nuclear war was inevitable. But now our planet is rubble. We'll need a better place to live. Any hint of the Krogan trying to expand again could raise alarms. My children aren't going to suffocate in this cesspool. I want them to witness a new age. A Krogan empire. Rex. I'm not saying we won't ask first, but the Council can't expect us to stay here forever. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? Okay, ich versuche es noch The einmal. Dalitras tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests. But familiar with STG work, can adjust. Windfaust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander.
I don't understand you, Shepard. You destroy Malin's data. You tell me you'd do it again. Yet now... You don't have to understand her, Rex. Just thank her. Yeah. I guess I can find something else to use for target practice. Like Solarians. Why are we stopping? Jetzt kommt das Riesenvieh, oder? Dieses neuartige Chi. Ich bin gespannt. Rex, Ich bin sehr you and Morden gespannt. stay with Eve. It's looking ugly out here. Was für eine Art Normalität kommt jetzt? Ach, da ist er doch. Ist das der Rippe? What's the hold up? Road's out. The convoy Ich can't make dachte, it er through. wäre größer. Turian Wing Artemec, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. An Na airstrike toll, alone won't alles do für it. einen We Arsch. have to get in that fight. Damn it. I don't care if we have to build a new road. We are going. Shepard! I've lost control. I can't pull up. Move! Shepard, what's happening? Rex, get the female out of here now! Go! Na, ganz toll und wieder einmal einen Plan, der nicht funktioniert, kann ja auch mal irgendeine Scheiße funktionieren heute. Save your pilots. We'll find another way. Shepard, a tunnel over there. Maybe a way off. Get to it. Rex, are you receiving this? Was soll ich denn Is bitte everyone schön okay? als Bodeneinheit ausrichten gegen den? Reeves struck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, Raumschiffe, Schlachtschiffe und Bodenfahrzeuge machen keinen Schaden an das Teil und ich soll zu Fuß dahin laufen. Sind die alle vollkommen bekloppt oder was? It seems Krogan were once capable of artistic expression. Right up until the minute they blew themselves to pieces. What were you saying, Rex? Just get through there and we'll find a place to meet. Nothing will stop this cure. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Kalros, the mother of all Thresher Maws. Du willst mir also sagen, hier unten in der Höhle When the ist noch Krogan name irgendein a Monster. Thresher Maw, you know you're in trouble. They don't think anyone's ever going to kill it. What is that? Organic. No life signs Was detected. zum Fick? It can't be. Shepard, I think we've seen this before. This is unexpected. My scans confirm the presence of Rachni DNA. Rachni? But how? That queen you released on Noveria promised to live in peace. This one's different. Mutated. Perhaps the Queen lied. Rex, those rumors you heard were true. We've got Rachni here. I know. A few of them just attacked us. We'll deal with it later. Atomraketenwerfer wird, glaube ich, auch nichts bringen gegen diese Agreed. riesigen We're Viecher. trying to find our way out. Hurry. Daylight detected ahead. Widerlich. Ich glaube, das ist etwas für Evelina. Part of Chichanka that isn't rubble. One wonders what the Krogan might have become if they'd Apropos avoided nuclear Atomraketen, war. wo ist mein Rex, we made it back Atomraketenwerfer? outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And the color green.
Plant life was assumed dead in this ecosystem. You're looking at hope, all that's left of it on Tachanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. How we actually deal with the Reaper will be another matter. Movement ahead! I see them! Wie wäre es denn, wenn ihr euch einfach zurückziehen würdet? Warum kämpft ihr gegen einen Typen, wo ihr keine Chance habt? Ach Mensch, musst du dich wieder hinsetzen. Was zur Hölle ist das? Immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, wird das Spiel immer schlimmer. Jetzt kommen sie schon mit vierbeinigen wandelnden Raketenwerfern. Und warum? Weil sie alle bekloppt sind. Du bist echt nicht gut, wenn es darum geht, Leute aufzuheitern, mein Haupt. Das Schlimmste ist, alles kann mich einfach mit einem Schuss töten. Also bitte, die Kanada war doch wirklich kilometerweit weg. Ja, Kanada auch, aber ich meinte eigentlich die Scheißgranate. Movement ahead! I see them! Ich glaube nicht, dass ich das mit Fitness überlebt hätte. Ich brauche einfach mehr Schaden, um die Feuer aufzuhalten. Warum geht mein Feuerball einfach gegen die Wand? Weißt du, wenn dieser komische Proteinsacke wenigstens nach etwas schmecken würde, aber alles, was ihr mir andauernd sagt, ist, oh, du brauchst unbedingt mehr Fitness, du bist unglaublich unsportlich. Another quake! It seems Calros is not a myth. Stay sharp! Na also, das war doch unglaublich einfach. More enemies ahead! Ich brauche nichts aushalten, ich brauche einfach nur noch mehr Schaden.
wirst sehen, ich schaffe das Spiel komplett ohne Fitness. Ich habe Elden Ring geschafft, das hier ist doch eine Kleinigkeit dagegen. Der Haufen Asche hat die ganze Zeit weiter gebrüllt. We're still in the ruins. Get a move on. That Reaper hasn't moved, and the sky is looking worse. Yeah, we've got some ideas on that. Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we Ich can bin talk doch schon about längst later. auf dem Weg, du Flachpfeife. Zieh dich doch einfach endlich mal zurück. Looks like another shooting gallery. Lass mich raten, ich muss gegen die Königin der Würmer kämpfen. Gegen einen riesigen geworden mit einer Kanone auf dem Rücken. We're a little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. Ja, er hat nicht gesagt, dass es einfach ist, aber trotzdem rennt er einfach nach vorne. Das sieht aus wie ein gutes Gelände zum Kämpfen. Was zum Fick ist das die Königin der Würmer? Heilige Scheiße, ist das hier groß. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. Now where do you suppose we are? It appears to be a memorial for fallen Krogan. Hostiles ahead. I'm on it. Oh warte, ist das vielleicht der Leviathan? Warum ist der Leviathan auf anderes Leviathan? Klickt nach riesigen Wurm.
Warum ist Leviathan kein Wurm? Ein Leviathan kann alles Mögliche sein. Kurze Antwort: Leviathan ist ein DLC und ein eigenes ständiges Storyline. Moment mal, soll das bedeuten, ich werde keinen Leviathan sehen in dem Spiel? Wobei doch ich glaube, dass hier alle DLCs drauf sind, oder? Dachte ich mir fast. Okay Leute, ich habe mich verlaufen, wie komme ich da runter? Ich habe nichts gesagt. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that Molo. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it! Ich habe weit und breit keinen Wurm gesehen, aber okay. Move, Shepard! We're in! Go! What about Reeve? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. Könnten wir nicht einfach den riesigen Wurm zum Repair locken? We no longer possess the firepower to defeat a Reaper. I know we've beaten the odds before. But getting to that tower, I don't know. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. And I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Kalros. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. Das wäre auch mein Plan gewesen. Sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Kalros is it. Nobody's ever faced her and survived. We flew through the Omega-4 relay and survived. We can do this. That's the spirit, Shepard. How would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Kalros' glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Kalros will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Moment mal, ich muss eine riesige Glocke läuten und der fucking riesige Reaper ist wohl irgendwie leise, oder was? We know why we're here and what's at stake. So let's make it happen. Wait! We may have had our differences, Shepard. But you've come through when I needed you most. For that, I thank you. Go! I've got this. I have earned that Rex! And this is my planet! See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have Cure ready. Ich wünschte mir, meine Freunde würden so kämpfen. Let's get in there! Oh ja, Baby, meine Drohne hat einen Raketenwerfer jetzt. Jetzt wird's lustig.
und die machen sehr viel Schaden. I took care of those Rachni. But someone has to raise those maw hammers before you can use them. We're kind of busy, Rex. Lucky for you, I'm here. I'll handle it. Du möchtest unbedingt sehen, wie ich Fitness nehme, nicht wahr? Tja, mein Lieber, ich kann dir eins sagen, jetzt werde ich erst recht nicht nehmen. Wir machen das wie eine echte Göttin, eine ganze Menge Feuerpower, aber null Ausdauer. Bedauerlicherweise kann ich die Intelligenz auch nicht nach oben drehen, sonst wäre das alles real. Shepard, some luck. Original strain in storage. Preparing the cure now. Off to the left. They're all over us out here. Ich würde mal behaupten, er hat mich gesehen. Systems are intact. Fine here. Mostly. Did we just get Shepard, I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Danke für den unglaublich guten Hinweis, ich soll also den Laser ausweichen. Scheiße, bin ich froh, dass du bei uns im Team bist, Kumpel. Mich Fitness machen lassen wäre kein gutes Teamthema. If I was organic, that would probably burn. Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Hard to believe we're really doing this. Du und dein Minilaser. Commander, this is Artemis Queen. I'll try to give the Reaper something else to shoot at. I knew they wouldn't give up. Their timing is impeccable. Go. Let's push ahead. Up on our left, one of the hammers. The other one is on the right. Reaching them is another man. Oh, Hammer. This redefines insanity. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ich hänge fest. Von wegen 20 Liegestütze, mit ein bisschen Glück schaffe ich einen halben. The other one is on the right. Reaching them is another man. This redefines insanity. Was zum Fick? Almost have cure. Eve's vital signs dropping. Trying to compensate. Second hammer's on the other side. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du Lutscher. Ich bin unverwundbar. Ich sag doch, die können nichts. Der stampft auf mich. Get that second hammer going. There's a
Warum würde er so etwas tun wollen? Er ist doch nicht mein Stepbro. Nein, jetzt bin ich gespannt. Meine Riesenwürmchen, schnapp ihn dir. Oh, sie hat dich. Tod durch Snoop Snoop. Morden, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. But Eve dead. What Dem happened? Typen ist es so Stress wie mir sampling, in too Ringwald intense. ergangen. Too much trauma. Wanted to stop. She refused. Eiskalt Her von decision. Mutter Natur A lot gefickt. of people died today, Morden. There's nothing we can do. Female was stabilizing force for Krogan. Would have helped Rex rally more clans in support. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes, manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morden, this whole thing is coming apart. There's gotta be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No other option. Not coming back. Suggest you get Moment clear. mal, ist sie Explosion likely to be gestorben. problematic. You're sure you can do it? Of course. Why I came. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Ist sie echt gestorben? Hab ich gar nicht mitbekommen gerade eben. Warum bist du denn gestorben? Warning, temperature malfunction detected. Warning, temperature malfunction detected. Ja schon, aber warum ist sie gestorben? Ah, classic bypass. Standard failsafes. Excellent work. Yes. Ach, wegen dem Heilmittel aus dem zweiten Teil. Ich bin mir sicher, ich hab's mitgenommen. Was denn für einen Stress? Genophage cured. Krogan free. New beginning. For all of us. Wo hat sie denn bitteschön Stress? Sie war die ganze Zeit im Fahrzeug gewesen. Na toll, und der Typ ist auch noch tot. Warum stirbt hier heute jeder unter meiner Führung? Das liegt nicht an mir, oder? Nicht meine Schuld, der ihre Schuld. Willst du wirklich diesen riesigen Sandplaneten erben? Von mir aus nimm ihn dir. Jetzt bin ich wieder schuldig und mein hoher Abtrünnigkeitswert kommt. Hör doch auf. To the void
we commit her body. In life, this Krogan faced our greatest enemy with rare valor. In death, she has proven a savior to her people. Okay, ich bin kein Kroganer, aber hätte man sie nicht essen können. She is now the true mother of Tachanka. She was everything I want the Krogan to be. I hope we follow her example. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir gratulieren soll oder nicht, mein lieber Trestos. Es war nicht meine Schuld. I'm sorry for her loss. You can never know who'll survive war and who won't. Unless you have a hand in it. Malin's research might have saved her. We'll never know. I won't hold a grudge, Shepard. You've proven you're still a friend to the Krogan. Too bad about Morden, though. He told me he had to do it. Someone else might have gotten it wrong. Immer noch nicht meine Schuld. Right for everyone. Tell the Primarch I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Was ist denn, wenn ich den zweiten Teil gar nicht gespielt hätte? Wie wäre denn dann die Situation ausgegangen? Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. Zur gleichen Zeit wurdest du von einer Freundin zur Geburtstagsfeier eingeladen. The Turian hierarchy will stand. Nehmen Sie doch einfach mit zur Gamescom. We're going to need you. Don't forget where we live. Never. It's clear we all fight together, or die. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Na, endlich hat er es begriffen, nachdem die halbe Galaxie gestorben ist. The full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Du hast doch gerade eben Anything gehört. happens, you let me know. Das ist immer etwas Wundervolles, wird richtig gute Freundschaften schließen, kannst Leuten aus dem Internet. Das kann natürlich auch manchmal richtig böse nach hinten losgehen, wie damals bei mir, aber hey. Na, ganz toll, und ich träume von allen Typen, die ich umgebracht habe, oder was? Und ich muss schon wieder das blöde Kind jagen. Jedem anderen Spiel wäre das verwerflich, aber nein, hier muss ich ein Kind jagen.
Komm gefälligst hierher, ich möchte endlich aus diesem blöden Traum aufwachen. Du bekloppter kleiner Zweibeiner. Ja, ich weiß, alle sind wütend. Und das Kind brennt mal wieder wie eine Christbaumkerze. It burn the ring of fire. Hauptsache, meinem Hamster geht es gut. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Was hast du auf dem Herzen? Ihr Frau Nummer 5. It's fine. Tell me what's going on. The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. She called the comm room. The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Commander. Can I help you, Counselor? Theoretisch könnte sie schon längst schwanger sein. Wer weiß, was die Verrückte nachts mit mir gemacht hat, mit ihrem komischen Geistergehirn. But now I'm forced to champion a cure for the genophage. It's like saying we need a hurricane to put out a wildfire. It's not a wildfire, it's the death of the galaxy. Drum that into your people's heads. They'll follow you. A short-term solution, but the short term may be all we have. Has a ring to it. But that is not the only reason I contacted you. The other regards humanity's counselor Udina. We need to talk about his activities. The less than legal ones. Och, nicht der Typ. Come see me next time you're on the Citadel. Ishil out. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Nicht schon wieder dieser blöde Udina. Commander Shepard, something you need to talk about? Nothing more, sir. Keep me posted. Hackett out. Ich weiß nicht. Wie oft ich schon gegen diesen Spinner kämpfen musste quasi. Aber schaut euch das an. Die Kroganer haben 705 Power. Das nenne ich doch mal super. Dagegen sind die anderen ja richtige Löschen. Und trotzdem ist die Allianz am stärksten. Wir haben sogar noch eine Division dazu bekommen. Hey, du weißt ganz genau, ich hab euch auch alle lieb manchmal. Die Klappstuhlprime, ich glaube, das Ding hat über 5000 Angriffskraft an. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria. Und wieder. Scheiß Server. Hier drüben ist die Jägerbasis.
Ansonsten müssen wir eigentlich nur ein paar Sachen scannen. Da fällt mir gerade ein, wir müssen doch sowieso zur Zeile unten Miranda treffen. Von der hab ich da auch eine E-Mail bekommen gehabt. Mal gucken, was dieses wandelnde Fickschnitzel möchte. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Wo bist du? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? Ob ich eventuell auch bald wieder rote Augen bekomme. What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. No. No, 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 no! What have you got? You're gonna want to hear this, Commander. Emergency message playing on loop from a comm tower. To all incoming ships, the Citadel is under attack. Do not attempt to land. Cerberus is controlling all docks. Notify the Citadel fleet. Send reinforcements to CSEC Überall ist headquarters. If Cerberus. that falls, the station falls. That sounded like Commander Bailey. Wie können diese unglaublich stark sein und Since you überall can't dock, sein? we'll deploy the shuttle. Get us in near CSEC headquarters. Aye, aye, Commander. Fünf Personen Besatzung der USG Shimura. Was mache ich mit dir? Ich denke mal panzerbrechende Munition. Ich kann echt nicht glauben, dass diese fanatischen Spinner einfach überall sind und jegliche Verteidigung umgehen können ohne Probleme. Wie kann das sein? Diese Zitadelle muss doch unglaublich stark sein. Okay, people, coming in hot. Get to cover. On it! Inchen fritten. Und Schokolade? Was für eine Mischung. Wollte mich unbedingt verziehen.
Wo Kuchen? Ich glaube, als nächstes sollte ich unbedingt meine Froststrahl aufrüsten. Wie gegen den Kuchen sage ich nichts, aber gegen die Fritten. Glaub mir, die Fritten haben 10-mal so viel Kalorien wie Schokolade. Wir haben eindeutig zu viele Granaten, die Leute. Und komischerweise können sie durch den Rauch durchgucken. Möchte irgendeiner von euch eine Zigarette? Hier gibt es genügend Rauch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Was für ein riesiger Bullshit. Oh, ein Futterautomat. Aber ich darf leider nichts rausnehmen. Ja, schrei doch mal bitte nicht so rum. Hoppla. Bailey, how bad are you hurt? I'm alright. It looks worse than it is. About time some cavalry got here. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Guck nicht so auf meinen Sexroboter. Here we go. CSAT network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Ich glaube, das ist die gute Gelegenheit, diesen Ratmitglied loszuwerden. Hello. What have you got? A warning from Counselor Ashiel. She's supposed to be here meeting with the Executor. This move may provoke retaliation. Well, that's an understatement. If she's inside, she's in trouble. Why would the Counselor be meeting with the Executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The Counselor mentioned Udina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The Counselor. The Counselor's in there surrounded by Cerberus? Who put together that security detail? Well, until an hour ago, this place was as safe as it got. Nobody expected something on this scale. We need to find the Counselor and get her out of here. She has got to know more about who's behind this. The Counselor could be in the Executor's office. It's a fairly defensible position. Soll das heißen, Ratsmitglied Udina hat uns alle verraten? There. Now we can talk by Omnitool. Go.
Hey, du bist süß. Ihr seid alle süß auf eine gewisse Art und Weise. So, wir haben noch 3 Punkte. Der Eisstrahl, Sabotage und Fitness. Ja, genau deswegen habe ich Udina beim ersten Teil nicht zum Ratsmitglied gemacht. Also ich weiß jetzt schon, wir nehmen kein Fitness. Mal gucken, was der Froststrahl macht. Wirkungsradius erhöhen. %10 extra Schaden. Oh, das gefällt mir. Ja, wir nehmen auf jeden Fall den Froststrahl. Weißt du, was das Beste ist? Ich kann sogar meine eigene Leiche kühlen. Ach, du brauchst schon wirklich extrem tiefe Temperaturen, um mich zum Einfrieren zu bringen. Ungefähr 15 Grad, dann bin ich eiskalt. Troops in the lobby. They were dug in. I can see more through the cameras. They're all over the station. Entry wounds in the back of the head. Looks like a surprise, not an execution. We've got hardcore traitors here. Same as Mars. Cerberus likes their sleeper agents. Hey, schön, eine Dusche. Ich glaube, das ist die erste Dusche, seitdem ich Miss Fest spiele. Endlich sind die ganzen Flöhe weg. Weltraumflöhe. Ja, ich habe auf dem Raumschiff zweimal, aber ich habe sie noch nie benutzt. Siehst du, und das kommt dabei raus, wenn man sich duscht, dann wird einfach zu weich. Natürlich habe ich in den 4 Jahren im Spiel niemals geduscht. Ich hatte keine Zeit für Duschen. Ich bin froh, dass du es endlich einsiehst, mein liebes Huftier. Duschen sind komplett überbewertet.
Guck mal, die Katzen duschen auch niemals und trotzdem sind extrem sauber. Weißt du auch warum? Weil sie sich überall lecken können. Tja, du brauchst eine Menge Erfahrung und viel Übung. Du musst einfach jeden Tag versuchen, irgendwie an einer sehr ungünstigen Stelle bei dir ranzukommen, dann wirst du immer gelenkiger. Und ehe du dich versiehst, bist du mit Abstand der glücklichste Single, den es gibt. Any survivors in there? None yet. Damn it. Keep looking. Richfield! Lamont! You alive? You are hindering our ability to surprise the enemy. If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Wenn er doch den Ort. Stimmt, das ist doch der Rat hier. Natürlich spreche ich aus Erfahrung. Was denkst du denn, warum ich so extrem glücklich bin? Yeah, there's a stairwell further on. Executor's office is right Ich kann mich in jedes Tier Let's hope we're not too verwandeln. late. Oder kann tierische Eigenschaften annehmen. Natürlich bekomme ich alle guten Fähigkeiten. Und meine Güte, kann ich meine Zunge weit rausstrecken. Sehr praktisch, wenn du Eis essen möchtest. Oder wenn du mal wieder einen Ameisenhügel entdeckst. Wenn das nicht alle Menschen. Das kann doch jeder Mensch, oder? Ich bin mir sicher, die Menschheit kann so etwas. Bailey, looks like they got the Executor and 2 Solarian bodyguards. Damn. Alright, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count her out yet. Found her. She looks unharmed. Get her somewhere safe. Oh nein, ist das Kasumi? Nein, das ist nicht Kasumi. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean Udina. He's staging a coup. The other counselors are headed for a trap. 3 on 1, pal. It's over.
No. No, it's fun. You're gonna pay for that. Ganz ehrlich, ich würde mich eigentlich bedanken. Shepard! The counselor! What the hell's going on up there? An assassin. He's getting away. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. I've got a fix on the council's position. I'm sending it to your car. Good work, Bailey. We're almost there. Kein großer Verlust, wir wollten sowieso den gesamten Rat umbringen. Was für ein Angeber. Wo ist mein Cortana? Ich möchte auch eine gute Nahkampfwaffe haben. Einen Augenblick, meine Leute, das zählt nicht, als ich bin gefahren. Shepard, my instruments say your car's stopped. I'm on foot now. Das war nicht meine Schuld. Negative, their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shalmar Plaza. Udine is with them. If he can get them in range of that assassin... Moment mal, was ist denn ein Führerschein? On my way. Und was zur Hölle ist das schon wieder? Sag mal, will der mich verarschen? Bitte schön, war das für einen Clown. Ein Möchtegern-Phantom. They don't like to hold still, do they? Könnt ihr bitte aufhören, während meiner Amtszeit irgendwelche Zivilisten umzubringen? Das geht immer auf meine Kappe. Oh, ich liebe aber Messer.
Das war kein Messer, das war ein Schwert. Wie einer kriegt das. Ich wusste ja nicht, dass er auch noch von Hitler kommt. Jetzt sind wir zu viele. Das sind einfach viel zu viele, die aus allen Richtungen kommen. Leck mich doch. Was für nervige Leute. Es war klar, kaum sagte ich, das kommst du um die Ecke. Was sind denn das für komische Scharlatane ernsthaft? Granate, Messer, Schilde, ach, das ist doch zum Kotzen. Okay, jetzt reicht's, ich werde mein ernstes Gesicht aufsetzen. They don't like to hold still, do they? Ich treffe ihn aber auch nicht. Ist er immun gegen sämtliche Fähigkeiten? They don't like to hold still, do they? Irgendwas stimmt doch mit dem Typen nicht. Der zappelt rum wie so ein Wurm. Dein Ruf ist auf jeden Fall komplett unten durch. Ich glaube, dir ist wirklich komplett immun. They don't like to hold still, do they? Er hat nicht ein einziges Mal irgendeiner meiner Fähigkeiten ausgewichen. Ich habe das sinnvoll in die Fresse geschlagen. Da bist du. Er ist einfach komplett immun. Das ist nicht das Ausweichen, er ist einfach immun gegen das Frostdingsbums.
Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Viel schlimmer ist, sie haben einen Entferntkampf, den sie sofort abführen können und den du nicht ausweichen kannst. Genau das meinte ich. Du meinst eine Schrotflinte. Oder ein Scharfschützengewehr. Aber dann muss ich mit Munition umgehen, deswegen finde ich diese Waffe hier eigentlich richtig gut. Du sagst, Munition ist nie ein Problem. Ich sage dir, ich bin immer ohne Munition unterwegs. Ja, aber die Fähigkeiten bringen offenbar jetzt gar nichts mehr, weil die Gegner gegen alles immun sind. Niemand muss so sehr leiden wie ich. I'm at Shelmar Plaza. Where's the council? In an Oh elevator. nein. They're trying to get to the shuttle dock. Someone's following them. Someone with a sword. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hallo Wale. Und ich hab gedacht, voll den Jackpot hier. So weit kommt es noch, wenn der mechanische Gegner ausweichen könnte. Das Blöde ist, wir kommen wahrscheinlich gleich zu einem Bosskampf. Und ich habe keinen einzigen Heilkasten. Und du Geräuschschlafen, mein lieber TRF-Stoß. Wenn du müde bist, dann bist du müde.
Ich habe einen Lebenspunkt und habe nichts zum Heilen. Dafür sieht mein Roboter gut aus. Okay, I'm in the shaft. Hang on. This'll be a fast climb. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making Ich his sehe elevator nichts. stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Good riddance. Incoming phantoms. Bitte was? Okay, wie soll ich das überleben? Ganz ehrlich. Auf einem 1 Quadratmeter großen Fahrstuhl ohne Deckung gegen gegnerische Nahkämpfer und Fernkämpfer. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every Und das floor. kannst du mit einem Lebenspunkt. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Good riddance. Incoming phantoms. Das Bild hat nichts gebracht. Okay, I'm in the shaft. Hang on. Ich habe gebetet, aber zu wem soll ich beten? Tell me that Ich bin doch assassin hier hasn't die reached the Göttin. council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Du bist aber eine beschissene Göttin, Evelina. Good riddance. Incoming phantoms. There we go. Shepard, bad news. Is there any other kind? Du hast sogar im Schlaflabor schlecht geschlafen. Also so etwas möchte ich nicht beten. I'll handle it. Here they come! Was zur Hölle war das jetzt? Und aua. Shepard, I see them. Jump! Did you feel that? Gunman, get down! Go! Typisch Ashley. Nichts kann die Tussi. Damn it! Cerberus hit the Sie shuttle. kann noch nicht Everybody einmal back mich to the umbringen. elevator. Shepard? Shepard's blocking our escape. She's with Cerberus. Udina, let me handle this. Shepard, guns down.
Vielleicht kann ich sie endlich Ash, erschießen. Stand down. I can't do that. Would I do this if I wasn't dead certain, Ash? If I weren't right? Udina's behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. My evidence suggests otherwise. Observe. Here is Counselor Eschiel being shot in CSEC headquarters. Here is Commander Shepard pulling the trigger. You're gonna pay for that. What more do you need? This is Commander Shepard. I need to be sure. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Weapon down, Commander. It'll help your case a lot. Anderson didn't reinstate me to shoot counselors. Do you remember what he said? He said, make them listen. That's all I'm asking for, Ash. Everyone calm down. Shepard, lower your weapon. Counselor, get away from the console. To hell with this. Erschießt sie einfach. Gun! Get the Na, council back endlich. and cover that door. Und das war erst der Anfang. Ihr seid die Nächsten. The door! Bailey. Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Then it's true. We were in danger. But I don't understand. You said Cerberus was right here. Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And I owe you, Shepard. For our lives, and for brokering a deal with the Primarch of the Krogan that I never could. Ach verdammt, ich wollte dir doch gar nicht retten. Too bad it took this to get you on board. We will not make that same mistake again. Shepard, do you have any idea why Cerberus would do this? Honestly, no. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1 million more places to secure. Move it. Hey, also, wo ist der komische Ninja? Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. We'll see. We looked over every centimeter Dein of neues those tunnels, Spielzeug Shepard. taugt Your nichts. Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. What, these are tunnels, right? Just one exit and one entrance. No, that Keeper tunnel from the elevator lobby led into the superstructure. Once you're in there, the place is like an ant farm. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. Probably the same VI that got doctored footage of you to Udina so fast. Whoever this guy is, he's a pro. He's as mortal as anyone else. He'll make a mistake. I hope I'm there when it happens. We lost a lot of good people today. Speaking of, I need to go check in some wounded. Take care of yourself, Shepard. Ich wollte eigentlich bloß die eine Frau treffen in der Zelle, wie heißt sie nochmal? Miranda. Genau, ich wollte eigentlich zu Miranda.
Ich bin der Eindruck, wie schnell die Leute hier sauber gemacht haben. Spectre status recognized. Please select a destination. Any Reaper code I could analyze? One moment, please. Ich gehe erstmal zurück zum Raumschiff. Ich habe keine Ahnung, was ich vermisst habe. Obwohl hier steht es ja. Now arriving at docking bay D24. Spectre status recognized. Okay, Aria möchte sich mit uns treffen. Now arriving at ward level. Und zwar dort, wo man tanzen kann. Good. Concussion's almost gone. No, the problem is that our people are terrible at I miss after Yeah, this place is so Eure Kurse-Schwester ist ja hier und hat Zeit für Party. Wo sind die ganzen Madaya-Party-Emojis? Na also, geht doch. Eine komische Tanzkurs ist. Tanzt sie etwa mit der Mauer? Was für ein Flittchen. Curious. What material is your face made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. Look who's here. Ja, der Mafia-Boss. So what's on your mind, Shepard? What's new Ehrlich with you? gesagt weiß ich es That's gar nicht, supposed to warum be muss ich funny? denn mit dir reden? Let's see. I've lost Omega. I got C-Sec eyes all over me, and I'm holed up in this poor excuse for a nightclub. Can't even get an ovarian rub here. In other words, I'm in hell. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. What's your angle on gaining control of the blood pack? Gnarl will explain it. If we're gonna work together, Shepard, you need to trust me. At least a little. I have a lot to do. So do it. Ich verstehe es nicht, hier steht doch, ich soll mit ihr reden. Ach, Moment mal, ich muss zu Dock 42.
Du willst mir also wirklich sagen, ich kann nicht jetzt hier mit dir reden, sondern ich muss irgendwo anders hinlaufen, obwohl du genau hier sitzt. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Das nenne ich mal eine richtig furchtbare Arbeitsmoral und das für eine Mafia-Boss. Bin ich hier richtig? One moment, please. Now arriving at Docking Bay E24. Emergency civilian housing. Nein, bin ich nicht. Ich muss irgendwo auf 42 hin. Gibt es keine Buch 42? Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay D24. Hier gibt es auch keine 42. I've got your briefing, Private. Let's fill you in before Was ist so rechts laufen? The Alliance is posting us to an ESO mining facility on Zani. It's a low-gravity planet, toxic atmosphere. Reapers when Elysium was attacked. There are no reports of survivors. While the Alliance takes heavy losses, Turian troops are... Kann es sein, dass du mich noch mehr verwirrst? Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Echt komisch. Now arriving at Docking Bay E24. Emergency civilian housing. Vor allem, die sitzt doch dann ganz gemütlich in der Kneipe. Was will die eigentlich? Und sie möchte nicht mit mir in der Kneipe reden. What are you doing here? I'm waiting. Stattdessen soll ich sie irgendwo anders besuchen. About time. Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Arya's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. You won't have to worry about Oraka for long. Love it. Commander Shepard taking out the Blue Suns trash, huh? That Arya is sure something special. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Hat sie wirklich einen blauen Hintern? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. No need to candy coat it, Arya. Aw, Shepard, you think you know me so well. I just don't see why you couldn't tell me the details yourself.
Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned that I'm going to sleep with him? Ich soll dir außerdem ausrichten, dass dein schöner, großer blauer Hintern im Bett erwartet wird. Moment mal. Das bin ich. Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. You are looking at VI Model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. Möchte ich wissen, warum ich hier stehe? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Commander Shepard, Alliance Navy. Looks like you've been in some fights lately. Install me in a combat mech and I can do some pretty crazy damage myself. I find the best advanced battlefield strategy is to have more bullets than the other guy. Technically, it's thermal clips, not bullets. But who says I filled him with 5 detachable heat sinks? I sound 7% more like Commander Shepard than any other bootleg VI copy. Wait, forget the mech. Install me in one of those flying drones and stick a cane on it. You want help solving your problems? Get me out of this damn demo mode. Listen, if you don't have the credits, just tear me out of the terminal or something. Ever wrestle a Baron for money? Well, so long. I don't really sound like that, do I? Looks like you've been in some fights lately. Install me in a combat mech and I could do some pretty crazy damage myself. Nicht schlecht? Ich hätte sie gerne gekauft. Damn it, I'm telling you, someone sabotaged the Medi-Gel dispensers. No, if I knew who, I'd have had them arrested. It doesn't matter. What matters is that I've got Turian soldiers dying from lack of medication. Udina, who died assisting Cerberus in an attempted coup against the Council. Maintain, my brothers and sisters. We have faced and overcome. This is but a test. You can't turn people away. Yes, we can. Tell your friends. Ich bedauere, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Please, my family's on board. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Ich habe leider die falsche Person unterstützt. Oh, ich sehe Essen. Und wieder einmal darf ich nichts bedienen. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich hin muss. Keine Ahnung, wo mich dieser Tussi hinhaben will. Vielleicht im Präsentation Unterhaus. Es gibt hier sogar ein Gericht. Ja, richtig, ich muss sowieso zum General. Vielleicht kann ich den komischen General einfach überreden.
Lass mich wenigstens noch mit dem General verhandeln. If we'd kept digging a few hours longer, we'd have gotten the obelisk of Karza. I know the Hades nexus is off limits. Wo ist der Typ denn? Damn it, the Alliance needs that thing right now. The obelisk of Karza was supposed to contain Prothean language translations. Like Commander Shepard. General Araka. I think we met in Korra's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. I hear you're taking on the Blue Suns. I need to do my part for the Citadel, Commander. The Blue Suns are raiding CSEC weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. Okay, was soll ich machen? Soll ich wirklich versuchen, der Mafia zu helfen, oder soll ich vielleicht einfach versuchen, den Leuten hier zu helfen? Ich soll also nett sein. Na schön, wenn ihr beide das sagt. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. Forces continue their assault on Asari space, claiming the Nimbus cluster and Also gut, ihr habt alle gesagt, ihr seid nett sein, also bin ich nett. Ich fühle mich sowieso nicht wohl, der blöden Mafia zu helfen. Und das nur, weil diese seltsame Aria einen schönen, blauen Hintern hat. Also meine wundervollen feurigen Geschöpfe. Mehr Spaß gehabt und wir haben viel geschafft, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, wir könnten auch jemanden angreifen, gemeinsam oder... Lasst mich mal eben nachgucken. Wen könnten wir wohl angreifen? Ich glaube, jetzt gerade spielt auch niemand weiter. Messer fest. Und von meinen Freunden ist auch niemand online. Also suchen wir uns jemanden aus. Mal gucken. Lass mich mal eben gucken. Naja, sie sollte nicht allzu groß sein, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich mit ein paar Leuten plötzlich jemanden angreife, der 100 Zuschauer hat. Es gibt echt eine ganze Menge Katzendamen, nicht wahr? So viele niedliche Katzendamen. Oh, hier spielt sogar jemand Subnautica. Wartet, ich hab's gleich. Ach, die sind alle so niedlich. Die sehen alle so toll aus. Okay, hier habe ich, glaube ich, jemanden.
So meine lieben Leute, denkt immer daran, ich hab euch lieb. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Hat eine angenehme Nacht und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal, vielleicht bis morgen. Gute Nacht und bye bye. Oh ja, und holt die Fackeln raus. Angriff. Du, wer kommt? Die Zeit der Prophezeiung ist gekommen,